Wir geben nicht auf, solange wie es möglich ist. Und es ist möglich. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Es stehen wichtige Spiele auf dem Programm. Und heute habe ich einen ganz, ganz wichtigen Gast bei mir im Feiertagsmagazin. Ich begrüße ganz herzlich unseren Sportdirektor Michael Zorc. Hallo Michael. Norbert, guten Tag. Und Corona-konform nicht in einem Studio, sondern vom Stadion zum Trainingsgelände geschaltet. Zum ersten Mal, Michael, dass wir nicht zusammen hier auf der Couch sitzen. Man kann nicht vorsichtig genug sein im Moment, ne? Absolut, ja. Ja, schieß los, Junge. Ja, lass uns zu Beginn ganz schnell auf den Mittwoch noch zu sprechen kommen. 2 knappe Niederlagen gegen Manchester City, das bedeutet das Aus im Viertelfinale der Champions League. Wie hast du das auserlebt und wie bewertest du insgesamt den Auftritt in der Königsklasse? Ja, am Mittwochabend waren wir natürlich alle enttäuscht, weil man schon, glaube ich, zwischendurch auch das Gefühl gewachsen ist, es schaffen zu können, wenn man von 3 nach 4 Vierteln, Halbzeiten sind es dann ja nicht, oder im Prinzip weiter ist. Dann ist es schade, dass wir am Ende dann diese Tore bekommen haben. Ich finde auch, ja, billige Tore, möchte ich mal sagen. Ich glaube, dass die Spiele beide enger waren, als viele Experten es im Vorfeld gesehen haben und eingeschätzt haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, am Ende mussten wir der überragenden Qualität von Man City Tribut zollen und uns auch geschlagen geben. Sie sind verdient weitergekommen. Sie haben beide Spiele gewonnen. Wobei auch zur Wahrheit gehört, dass wir in beiden Spielen nicht richtig Glück mit dem Schiedsrichter hatten. Ganz vorsichtig formuliert. Ja, muss ja aufpassen. Aber dann sage ich es anders. Im Hinspiel wurde uns ein Tor gestohlen, also nicht uns, sondern Jude Bellingham in erster Linie, weil das war in keinster Weise eine Gefährdung des Torhüters. Und über den Elfmeter können wir auch diskutieren. Das sind alles komische Handregeln. Da sind für mich alle ein bisschen fußballfremd. Aber wenn sie so bestehen, dann müssen sie auch so angewandt werden. Und hier, das hat der Schiedsrichter nicht getan. Wir möchten natürlich auch nächstes Jahr in der Champions League spielen und schöne Spiele in der Champions League erleben. Aber dafür müssen wir jetzt natürlich in der Bundesliga richtig Gas geben. Und da steht uns eine ganz, ganz wichtige Woche bevor. Dortmund. Diese Stadt, dieses Stadion, dieser Verein gehört in die Champions League. Und die hat der BVB noch immer im Visier. Doch dafür muss die Mannschaft jetzt in der Woche der Wahrheit abliefern. Gegen Bremen, Union und im direkten Duell in Wolfsburg. 3 Spiele in 7 Tagen. Gefordert sind Kampf, Spielfreude und Teamgeist. Damit es 0,9 Punkte werden in der Woche der Wahrheit. Ja, Michael, wir haben es mit die Woche der Wahrheit etwas überspitzt formuliert. Man wird in den 3 Tagen vielleicht jetzt nicht klar bekommen, dass wir die Quali schaffen, aber wir können sie eventuell verlieren. Wie ordnest du die kommende Woche ein? Ja, wir haben sicherlich viele Wochen der Wahrheiten dann auch schon gehabt und die kommen auch noch, aber es ist vollkommen richtig. Für mich ist eins wichtig, dass wir in die Mannschaft hineinbekommen. Wir geben nicht auf, solange wie es möglich ist. Und es ist möglich. Vor 2 Jahren habe ich gerade gesehen, lag mal Bayer Leverkusen 10 Punkte hinter dem 4. Platz zum gleichen Spieltag und hat es dann noch geschafft. Also es liegt auch natürlich in erster Linie an uns. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht in dieser Stringenz geschafft. Wir haben jetzt hier Werder Bremen. Wir haben dann Union, wir haben 2 Heimspiele
Und wir müssen einfach da anknüpfen, wo wir in Stuttgart aufgehört haben und uns dann so langsam an Wolfsburg und Frankfurt ranrobben, würde ich mal sagen. Und dann kommt es ja auch schon in einer Woche zum Spiel in Wolfsburg. Aber jetzt erstmal hier die Hausaufgaben erledigen, sprich Werder Bremen schlagen. Du hast jetzt gesagt, jetzt helfen natürlich nur noch Siege, aber in der letzten Zeit hat uns so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie kommt das? Wie ist das gekommen, dass so in der Vergangenheit so ein Problem aufgetaucht ist? Norbert, wenn wir das wüssten. Aber du bist der Sportdirektor, du bist... Ja, weiß ich, aber auch, da muss ich eingestehen, dass ich da zum Teil auch etwas ratlos zurückbleibe. Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, wir machen anstatt 6 oder 4 Punkten genau einen gegen den 1. FC Köln, der jetzt aktuell auf dem Abstiegsplatz steht, hätte ich gesagt, boah, das glaube ich, das wird besser. Ja, und das sind halt unsere aktuellen Probleme, die wir in dieser Saison hatten. Aber ich sage trotzdem, es ist weiterhin möglich und wichtig ist, dass wir diesen Glauben auch in die Truppe reinkriegen und an die Truppe vermittelt kriegen, weil du sagst ja richtig, solche Spiele wie Man City oder noch besser gegen Sevilla, die man auch am Ende dann gewinnt, die möchte man wieder haben. Und auch unser Selbstverständnis, das muss ich auch klar sagen. Wir sind ja alle schon ein paar Tage länger bei diesem schönen Club und ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben wir 9-mal Champions League gespielt. Nur einmal unter Jürgen Klopp haben wir es nicht geschafft. Das war ja dann sein letztes Jahr, als wir die Probleme hatten. Da haben wir uns nur für die Euroleague qualifiziert. Ansonsten immer Champions League und das sagt aus, was wir jetzt in den letzten Jahren geleistet haben, aber auch, wofür wir stehen. Und deshalb, solange wie das rechnerisch möglich ist, gebe ich nicht auf. Könnt ihr, das heißt du, Aki, Sebastian, noch positiv auf die Mannschaft einwirken oder überlasst ihr das dem Trainerteam? Das macht natürlich in der täglichen Arbeit in erster Linie Edin mit seinem Team. Und Edin ist ja ein sehr positiver Mann, der das auch verkörpert. Aber natürlich sind wir 3 da auch unterstützend tätig und in vielen Gesprächen, aber auch in der Haltung, die man an den Tag legt, dass man nicht zu schnell aufgibt, sondern wirklich die Spieler auch immer wieder ermuntert. Für mich ist das auch mehr als ein Strohhalm. Für mich ist das diese Chance eben auch versuchen zu ergreifen. Zum Auftakt der wichtigen Woche geht es dann morgen gegen Werder Bremen, die uns in der jüngsten Vergangenheit immer mal wieder Probleme bereitet haben. Ja, im Pokal vor allen Dingen. Ja, ja, mir nicht, aber ist aber ein anderes Thema. Wir haben das natürlich muss auch noch in der Sendung untergebracht werden. Wir haben natürlich noch das anstrengende Spiel von Man City in den Knochen. Was glaubst du, was ist der Schlüssel zum Erfolg morgen? Ja, natürlich war das sehr anstrengend, nur wir haben jetzt 4 Tage, nicht 3 Tage, das ist ein Riesenunterschied, finde ich, wenn du einen Tag, deshalb freue ich mich über ein Sonntagsspiel, sonst wollen wir lieber immer samstags spielen, aber diesmal freue ich mich darüber, dass wir einen Tag mehr zur Regeneration haben. Wir brauchen uns auch keine Müdigkeit einreden, die Mannschaft ist fit und ich hoffe, dass alle Spieler auch eingesetzt werden können, dass sie spielen können. Und dass Erling dann auch wieder seine Torquote erhöht. Ich glaube, das brauchen wir auch, um erfolgreich zu sein. Ja, aber das Wichtigste ist, dass der Glaube da ist, dass das noch machbar ist. Dass wir es nicht so ausplätschern lassen. Also, fangt am Sonntag schön mit einem Sieg an und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, Michael, wir waren immer zusammen in einem Team, jetzt geht es gegeneinander, Zweikampf, Michael gegen Nobby, Dickel gegen Zorg. Und wir schauen natürlich nochmal zurück auf die letzte Woche, da wurden 6 von 9 Vorhersagen sind richtig eingetroffen. Fritz Lünschermann und ich hatten jeweils 2 korrekte Tipps, haben damit
beide 4 Punkte gesammelt und das führt zu einem neuen Gesamtstand, Michael, hör genau zu, von 61 zu 44 für mich. Also ihr seid natürlich überragende Experten. Ne? Ja, gut, dass ich deshalb, also ich bin da wirklich gut. Also jetzt bin ich mal gespannt, was du so sagst. Wir schauen jetzt mal auf die neue Wand. Es gibt 3 Rubriken. Geht es noch? Klappt das noch? Und weißt du noch? Das ist natürlich alles bezogen auf das Spiel gegen Werder Bremen. Und ich bin mal gespannt, was du dir als erstes aussuchst. Ist klar, 1, 2, 3, genauso viele Punkte gibt es. Was glaubst du? Ich wähle die Mitte. Führung nach 30 Minuten und bis zum Abpfiff. Okay. Was haben wir, glaube ich, auch noch nicht so oft geschafft diese Saison. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen Spieler dabei haben werden, der die Kicker-Note 1,0 bekommt. Weil das kriegt man, glaube ich, nach 3 Toren. Also Erling, also glaube ich. Haaland mit Treffer. Konservativ. Ja, gibt 1 Punkt, ja, da kann ich hier ab. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, einer ist besser als keiner, Norbert. Aber ich hole mir jetzt 2 und zwar mit deiner Hilfe. Doppelpacker wie 92, 96 oder 97 gegen Werder Bremen in der Bundesliga. 92 war es Michael Zorc, 96 Heiko Herrlich und 97 Schappi. Und jetzt jeder noch 1. Ich nehme ohne Gegentor. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber egal. Norbert, dann reiß dich zusammen, ja. Ein Ketzer. Ja, also ich würde sagen, es gibt 2 Siege, wie in der Saison 96, 97, 2-1 und 4-0 war es damals. Also, ich bin gespannt, Michael, am Samstagabend werde ich dich dann kontaktieren und dir mitteilen. Ich möchte das Ergebnis haben, ja. Ja, das ist klar. Ja, guck mal, wie er jetzt schon lacht. Fies. Also, wie immer hat es natürlich riesen Spaß gemacht mit dir. Das war das Feiertagsmagazin zum Spiel gegen Werder Bremen. Werder Bremen, Norbert. Ja, genau. Ihr könnt natürlich auch im Netradio wieder den objektivsten Radioreportern zuhören. Boris und ich werden am Ball sein, beziehungsweise am Mikrofon. Drückt die Daumen für unsere Jungs. Die Aufholjagd beginnt und wir hoffen, dass sie natürlich positiv endet. Vielen Dank nochmal nach Bragel. Michael, vielen Dank. Euch ein schönes Eine große Wochenende Freude. mit einem Dreier von unseren Jungs. Tschüss, macht's gut.